Mitten in einer Großstadt, irgendwo in Belgien, liegt ein vergessener Ort. Ein verlassener Friedhof, über 200 Jahre alt. Verfallene Gruften, umgestürzte Kreuze und Grabsteine, die vom Moos verschluckt wurden. Zwischen den Trümmern echte menschliche Knochen. Ein Ort voller Geschichte, Geheimnisse und Gänsehaut. Was ich hier entdeckt habe, wird dich nicht mehr loslassen. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nicht ganz so geiles Wetter, es ist sehr regnerisch, wir sind in Belgien unterwegs, aber das Regnerische passt so ein bisschen zu dem, was wir uns heute anschauen. Und zwar sind Enzo und ich, uns auf einem alten verlassenen Friedhof, einem alten verlassenen jüdischen Friedhof, wo schon Gräber sind, die mehrere hundert Jahre alt sind oder schon über 100 Jahre alt sind, wo die Natur sich unfassbar viel zurückholt, Grabsteine durch Bäume zerbrochen sind. Egal, es ist ein mystisches Flair. Wir sind hier gerade schon mal grob drüber gegangen, um zu gucken, was uns hier erwartet. Es gibt dazu auch schon ein Video von PJ Adventure, der es auch gemacht hat. An der Stelle, wenn er das hier sieht, auch Grüße an PJ. Wir gucken uns das ganze Ding heute auch mal an. Hier sollen auch noch irgendwo menschliche Knochen frei sichtbar sein. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. In dem Sinne rede ich jetzt nicht mehr lange. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem besonderen Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, guckt mal hier. Hier seht ihr schon mal so ein bisschen. Das ist noch harmlos. Das ist ein richtig altes Grab von 1866 bis 1942 hat derjenige hier gelebt. Und das ist, glaube ich, noch eins von den jüngeren Gräbern, die wir hier finden werden. Und überall, ihr seht hier, es geht da hinten lang. Und hier überall geht es rein. Ganz viele alte verlassene Gräber. Ich glaube, wir werden euch nicht jeden Gang zeigen, weil das wird wahrscheinlich wenig Sinn machen für so ein Video. Dann sind wir ja noch in Stunden beschäftigt. Aber auf jeden Fall so Gänge wie hier, die schauen wir uns mal mit euch genauer an, okay? Guckt euch mal diese eingewachsene Grabstätte hier an. Richtig mythisch mit dem Efeu und dem Baum, was da durchwächst. Und hier einfach offen. Aber ihr seht hier, das zerbricht alles und zerfällt. Hier ist auch noch ein riesen Eisentor davor. Und dann hier überall solche Platten. 1844, 1935. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein jüdisches oder israelisches Grab hier. Aber davon gibt es hier halt ziemlich viele. Und irgendwie wird sich hier nicht mehr so richtig drum gekümmert. Also wir haben im Eingang ein Auto gesehen und hier steht auch ein Container auf dem Weg. Aber ihr seht es ja selber, hier ist alles ziemlich heruntergekommen. Aber guckt euch sowas mal an. Das ist der Hammer. Und ihr seht da unten in den Steinen zwei weiße Flecken. Da sind normalerweise Bilder drin. Da habe ich auch schon Gräber von gesehen. Die zeige ich euch nachher aber auch noch. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns den Gang hier mal an. So, ich gehe mit euch mal los. Guckt mal hier, alles voller Moos. Efeu wächst da durch. Bäume mittendrin. Und auch hier auf der Seite, da seht ihr es auch, da kommen aus den Grabsteinen schon Bäume raus. Und auch hier auf diesen Grabplatten, ne, könnt ihr sehen, 1835 bis, ich weiß nicht, 1905. Ich weiß nicht, das ist etwas komisch versetzt. Auf jeden Fall super alte Gräber und Grabsteine. Und hier steht einfach auch eins neben dem anderen. Das Ganze hat so ein bisschen durch diese Bäume, es ist so dunkel, hat aber ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen Gruselflair, würde ich sagen. Aber auf eine coole Art und Weise. Also nicht so, dass du sagst geistermäßig, sondern es hat was Mystisches, was Vergessenes und Besonderes, finde ich persönlich. Und auch hier das, ey, guckt euch das mal an. Wie alt das wohl sein mag, das ist ja sicher uralt, Leute. Und hier ist auch schon ein Grabstein umgefallen, der ist da drauf. Ja, und das Grab hier, das erkennt man zum Beispiel gar nicht mehr. Es ist komplett überwuchert. Guck mal hier, komplett eingefallen. Auch mit so einer Kunst hier. Das ist richtig hochwertig gearbeitet, Leute. Aber es verfällt. Und hier seht ihr, was ich meine. Hier ist ein Grab von einer Familie, 1868 geboren bis 1937 gelebt und 69 geboren bis 31 gelebt. Und überall an den Gräbern sind halt diese Bilder. Richtig hochwertig gearbeitet, alles eingelassen. Jesus oben drüber. Und hier unten dann halt noch so ein mystischer Kranz,
den die Natur sich auch wieder zurückholt. Wahnsinn. Ja, man kann gar nicht glauben. Klar ist der Tod das Ende des Lebens und macht alles so ein bisschen vergänglich. Aber hier wird es einem nochmal richtig krass bewusst. Ne? Auch hier hinter mir, das Grab, das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Schaut mal, hier zum Beispiel könnt ihr sehen, hier war mal ein Grab, da liegt noch ein Kreuz und da die Grabplatte und ich glaube ein Grabstein dahinter. Und auch dahinter, da liegt auch noch jede Menge von dem Stein. Aber da scheint dieser Baum hier entwurzelt draufgefallen zu sein und hat hier alles zerstört. Auch hier ein uraltes Grab. 1880 bis 1972. 1874 bis 1925. Das ist fast 100 Jahre alt. Die Person liegt seit über 100 Jahren hier. Und das sind die Reste, die davon übergeblieben sind. Unglaublich. Also dieser Friedhof hier liegt irgendwo mitten in der Stadt. Man hört rundherum so ein bisschen Autos fahren und das Leben toben. Und mittendrin ist so eine Oase der Ruhe, die in Vergessenheit geraten ist. Das macht auf der einen Seite ein bisschen traurig, auf der anderen Seite aber auch irgendwie schön, dass es das noch gibt, dass es nicht planiert worden ist, um Platz zu schaffen für andere Gebäude. Okay, so, wir gehen mal weiter gucken. Wir schauen mal, was ich noch Cooles für euch finde, was ich euch zeigen kann. Schaut mal, hier ist so ein Riesengrab. Und auch hier sind die ganzen Tannennadeln runtergefallen. Man kann aber auch nicht mehr erkennen, wem es gehört. Aber es ist handwerklich total geil gearbeitet, Leute. Riesengroß. Riesengroß. Und ich bin gerade erst mal im zweiten Gang angekommen, Leute. Hier ist überall, kann man hier noch geile Sachen sehen. Da geht's noch rein, da geht's noch rein, da geht's noch hoch. Unfassbar. Gut, ich gehe weiter. Na Leute, das ist ein sehr trauriger Anblick hier. Hier vorne, dieses Motiv mit diesen leeren Gefäßen, die schon uralt sind. Und dann schaut man hier hoch und sieht dieses Bild von einem kleinen Kind. Das ist sehr traurig. Also auch Kinder wurden hier scheinbar begraben. Ich bin jetzt hier auch wieder in so einem Nebengang reingekommen. Ja, das macht mich traurig. Also ich bin gerade ein bisschen am Rätseln. Ich habe das Gefühl, es gibt hier Gräber, die sind sehr pompös und sehr groß. Die waren für reiche Familien gedacht oder für reiche Leute gedacht. Und es gibt hier, wo ich gerade bin, unfassbar viele kleine Gräber, die auch sehr zugewachsen sind mittlerweile. Und vor allen Dingen, wo viele Kinderfotos drauf sind. Und ich glaube, dass hier ärmlichere Familien tatsächlich ihre Kinder begraben haben. Ich zeige euch jetzt mal ein Grab. Hier ist ein junger Mann, würde ich sagen. Naja, seht selber, ich zeige es euch. So, da seht ihr den jungen Mann in einer Seefahreruniform. Und er ist 1927 geboren und 36 gestorben. Oh, der junge Mann war 9 Jahre alt. Ja, also da seht ihr, die sind auch hier begraben. Und das sind halt diese kleineren Gräber, die ich meine. Auch schon uralt, da sieht man nicht mal mehr eine Inschrift drauf. Und dann kommt man hier um die Ecke. Und man sieht so ein Riesengrab. Ne? Das ist dann wahrscheinlich für etwas reichere Familien dann auch gewesen. So, aber wie gesagt, ich glaube, hier sind auch noch Krypten auf dem Gelände. Da suchen wir gleich mal nach. Erstmal gehe ich jetzt hier noch mal ein bisschen spazieren und suche nach coolen Motiven für euch. Leute, ich bin hier in so einen Nebengang wieder gegangen, total zugewuchert hier alles. Hier stehen so riesengroße Obelisken und Säulen. Und auch hier wieder 1839, 1927, über 100 Jahre alt fast. Und dann drehe ich mich um und sehe diese riesen schwarze Säule hier. Also ihr hört auch, hier fliegt ein Flugzeug gerade. Es ist also wirklich nicht am Arsch der Welt, wo ich hier bin, sondern es ist wirklich mittendrin. Und das ist sogar, glaube ich, auf Deutsch, ne? Unseren geliebten Vater Eduard Hermann, geboren am 8. September 1863, gestorben am 1. Juni 1909. Der Mann ist schon richtig lange tot. Alter Schwede, guckt euch das Ding an.
Hier seht ihr so eine riesen Grabstätte, Leute. Das Ding ist mega groß. Das muss eine ganze Familie sein. Das hier da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Namen ungefähr. Das ist ein so ein großes Familiengrab mit 10 Leuten. Die haben auf jeden Fall auch etwas mehr Geld gehabt, würde ich sagen. Sonst kann man sich so ein riesen prunkvolles Grab nicht bauen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ne? Würdet ihr sowas wollen für euch und eure Familie? So ein großes Grab für viel Geld? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob ihr es einfacher haben wollen würdet. Ne? Vielleicht auch nur eine Feuerbestattung, eine Seebestattung. Oder wollt ihr wirklich begraben werden? Da bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Gut, wir gucken weiter. Aber das muss ich euch auch noch zeigen. Ich dachte kurz gerade, das wäre Holz, aber ist es gar nicht. Es ist ein ganz feines Material. Und noch ein ganz einfaches Schild. Auch zerdeppert da oben, wie ihr sehen könnt. Auch hier unten. Aber ganz schlicht. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Grab für jemanden, der etwas weniger Geld hatte, aber seine Angehörigen einigermaßen bestatten wollte. Und direkt gegenüber der krasse Kontrast. Und dann diese kirchenähnliche Krypta. Guckt euch das mal an. Ey. Hier ist sogar noch so eine Art Sarg drin. Alter Schwede. Das ist richtig krass. Da oben sogar noch mit einem bleiverglasten Fenster, oder was ist das? Da oben ein Holzornament drin, Leute. Wow. Wow. Da bleibt mir echt die Sprache weg. So Leute, ich habe was gefunden. Hier hinter mir geht's runter in eine Krypta. Taschenlampe habe ich in der Hand. Ich würde sagen, wir schauen uns das zusammen mal an da unten. Ihr seht schon, hier geht's runter. Das ist ein bisschen creepy. Aber wir schauen uns das doch glatt mal an, was wir hier noch finden können. Boah, schaut mal hier. Hier ist alles voll. Dahinter sind natürlich dann entsprechend die ganzen Leute begraben. Und hier hat auch jemand irgendwie die Tür ausgetreten. Beziehungsweise ist die, glaube ich, tatsächlich ausgefallen, weil die so krass verrostet sind. Und da sind auch noch Gräber. Seht ihr, da oben ist eins kaputt. Da sind auch noch 2. Auch uralte Gräber hier. Boah, das ist natürlich hier ein ganz besonderer Flair. Auch da oben war vermutlich die Grabplatte dann drauf. Das ist hier schon der Wahnsinn, Leute. Okay. Enzo meint, es wäre da oben irgendwo noch eine. Die gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Boah, guckt euch das mal an, Leute. Ist das ein cooles Motiv? Und da geht's runter in die nächste Krypta. Ich würde sagen, die schauen wir uns direkt mit an. So, Taschenlampe habe ich rausgeholt. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns da unten jetzt noch erwartet. Auch hier seht ihr das Gitter schon komplett abgerissen. Boah, hier bröckeln der Putz und die Steine ab. Boah. Boah, Leute, das ist Maximum gruselig. Hier liegt ganz viel Kram rum. Aber sieht aus wie Dämmwolle oder sowas. Und auch hier uralte Gräber, Leute. Oh, guck mal bitte, wie weit das da geht. Boah, Leute. Hier sind Gräber von 1895. Alter, das ist so lange her. 1895. Und auf der anderen Seite auch noch alles voll damit. Alter Schwede. Und hier fehlt tatsächlich ein Grab. Kein Sarg mehr drin. Nur noch dieser Kranz, der daran erinnert. Und sonst gar nichts mehr. Ei. Das ist gruselig. Leute, richtig unbehaglich hier drin zu sein. Ich gehe auch jetzt wieder raus. Aber ich bin der Meinung, ich hätte in einem anderen Video gesehen, dass hier noch eine Krypta ist, wo auch noch Särge drin sind. Die muss ich natürlich jetzt erstmal finden. Aber die ersten beiden haben wir schon mal gesehen. Und auf jeden Fall mal was anderes und vor allen Dingen sehr spannend.
und macht einem bewusst, wie vergänglich das Leben eigentlich ist. Und auch alles, das danach. Ne? Die sind Gräber, die sind 100, 200 Jahre alt. Und es kümmert sich keiner mehr drum, weil irgendwann sind wir vollkommen vergessen. Ist leider so. Boah, guckt mal Leute, hier ist auch wieder so ein cooles Grab. Komplett eingefallen. Aber auch wieder ein richtig cooles Motiv. War schade um sowas, eigentlich ist eine Schande. Und da seht ihr auch, das ist noch alles voll. Wir haben immer noch erst einen Bruchteil, aber alles werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Dann dauert das Video viel zu lange. Aber solche coolen Sachen möchte ich mit euch teilen auf jeden Fall. Hier ist auch nochmal was ganz Besonderes. Ist auch eine sehr interessante Grabkonstruktion. Weiß einer, warum das so ist? Kann mir das einer von euch in die Kommentare schreiben vielleicht. Finde ich persönlich sehr besonders und sieht vor allen Dingen sehr alt aus. Ja gut, Alpha und Omega ist da glaube ich drauf, ne? Aber interessante Konstruktionsweise von einem Grab. Aber auch hier scheinen wieder, wie ihr sehen könnt, doch etwas reicher betuchtere Leute beerdigt zu sein. Zum Thema gut betuchte Leute, das ist irre. Das ist ein Koloss, Leute. Der ist locker bis oben an die Spitze 5 Meter hoch. Locker. Und er ist auch mindestens an jeder Seite 3 Meter breit. Das ist ein Riesentrümmer. Also wer auch immer diese Grabstätte für sich gebaut hat damals, der hatte richtig Geld. Der hat es krachen lassen, auch nach seinem Tod noch, würde ich sagen. So Leute, der Enzo hat gerade dieses Grab hier gefunden. Und das schreit förmlich nach Filmkulisse. Guckt euch das mal an. Wie aus einem schlechten Horrorfilm. Alles komplett mit Gittern umrandet. Hier wachsen die Bäume raus. Gespaltene Grabplatte hier. Und dann dieses Gitter da. Also hier ist auf jeden Fall ein Teil von The Walking Dead gedreht worden. So Leute, wir haben die andere Krypta gefunden. Das werde ich euch natürlich pixeln alles. Aber hier ist alles voll mit Särgen, Leute. Überall sind hier noch Knochen drin. Und hier ist ein Sarg über den anderen gestapelt. Das ist unglaublich. Also ein paar Sachen kann man sehen, aber hier sind überall menschliche Gebeine. Okay, hier die Stelle kann ich euch zeigen, da sieht man nichts, aber ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich möchte nicht pietätlos sein. Ja, aber wir haben auf jeden Fall das gefunden, was wir sehen wollten. Und es tut mir sehr leid, dass solche Grabstätten leider immer noch so aussehen. Gut, ich gehe wieder hoch. Auch hier wieder ein Grab für 3 Leute. Sieht aus wie ein Familiengrab. Vater, Mutter und Tochter. Und Enzo sagt, hier kommen noch ein paar coole Gräber. Also was heißt coole Gräber? Aber noch ein paar Motive, die ganz cool sind. Auch hier, guck mal, da wächst der Baum aus dem Grab raus, Leute. Unfassbar. Vollkommen unfassbar. Der Grabstein hier komplett zertrümmert. Alter Schwede, ey. Boah, überall wachsen hier Bäume aus den Gräbern. So wird man als Toter wieder eins mit der Natur. So schließt sich der Kreis. Aber das sind doch neue Pflanzen hier, oder? Da hat sich jemand drum gekümmert. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade verstehen. Da fliegt gerade ein Flugzeug wieder drüber. Alter Schwede. Ach Leute, der nächste Gang, falls es euch nicht mehr interessiert, es tut mir leid. Aber ich muss euch die Sachen einfach zwischendurch zeigen. Es ist der Wahnsinn, was hier für alte Gräber stehen. Und auch hier wieder Kindergräber. Von einem kleinen Mädchen, wann gestorben, kann ich nicht erkennen. Hier ist auch noch ein Kindergrab, da liegt noch Deko drauf aus Porzellan. Auch uralt. Und hier vorne habe ich gerade eben gesehen, schaut euch das mal an, das ist schon richtig verwittert. Also das ist sicherlich noch älter als 100 Jahre. Und auch da ist die Deko schon komplett eingefallen. Der Grabstein splittert in der Mitte. Hier ist überall irgendwas Cooles zu sehen. Auch hier wieder mit einem uralten Bild. Aufwendig eingearbeitet. Hammerhart, Leute. Es ist wirklich der Knaller. Naja, ich glaube, ich gucke jetzt mal, wo der Enzo abhängt, weil den habe ich jetzt auch schon ein paar Minuten nicht mehr gesehen. Nicht, dass sie den schon eingesammelt haben hier. Nein, das glaube ich nicht. Wir sind ja jetzt hier nicht ganz illegal.
Boah, aber wartet kurz, bevor wir den Enzo suchen. Guckt euch mal das an. Das ist auch noch ein mega Grab, oder? Und da steht auch was auf Deutsch drauf. Unserer liebenden, guten Mutter vom 24. Juli 1908. Auch uralt, Leute. Uralt. Und ihr seht es hier. Es geht noch unendlich weiter. Überall gibt es hier was zu sehen. Ich bin sprachlos. Das ist jetzt kein klassisches Wohnhaus, ne? Aber es ist mal was ganz anderes. Boah, und auch hier seht ihr wieder, Leute, guckt euch das mal an. Riesige Gräber. Riesiger Apparellus. Der ist auch locker 3 Meter hoch. Und hier auch wieder so im Kirchenstil. Alter Schwede. Also hier gibt es auf jeden Fall vieles zu sehen. Und ja, für den einen oder anderen ist es vielleicht makaber. Ich will auch gar nicht die Totenruhe stören oder sonst irgendwas. Aber es ist einfach faszinierend, so ein altes Stück Geschichte hier zu finden. Und schaut mal, noch so ein Grab aus Metall. Hat ein bisschen was vom Gewächshaus, aber auch das ist so, boah, das hat auch Zombie-Film-Vibes. So Leute, das Wichtigste haben wir gesehen. Ich glaube, der Rest würde sich für euch nur wiederholen. Wir gucken jetzt hier noch ein paar Minuten rum, steigen ins Auto, fahren vielleicht zur nächsten Location. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir wie immer ein Abo, Like und einen Kommentar da lasst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, San Francisco.